Frohes neues Jahr! Ganz lange nicht gesehen, oder? Ich war leider zu beschäftigt in den letzten Monaten und es war auch sehr schwer, die 2 kommenden Videos vorzubereiten, weil der Stoff gar nicht so einfach ist. Und in diesen Monaten habe ich mir 2 Themen ausgedacht. Und heute das erste. Und zwar, wie hat mein Phonetikstudium mir bei meiner Aussprache geholfen? Die Aussprache ist mir immer sehr wichtig, wenn ich Fremdsprachen lerne. Vor meinem Studium konnte ich Deutsch schon. Bevor ich mit meinem Studium anfangen durfte, musste ich eine Deutschprüfung bestehen. Und in der mündlichen Prüfung haben die Prüferinnen meine Aussprache sehr geschätzt. Vielleicht war es schon gut, aber es war nicht perfekt. Das wusste ich schon. Und ich merke auch schon, dass meine jetzige Aussprache auch noch nicht perfekt ist. Es ist mein Ziel, dass ich eines Tages wie ein richtiger Deutscher ausspreche. Also bitte korrigiert mich, wenn ich was falsch ausgesprochen habe. Mein Phonetikstudium hat mir richtig viel geholfen. Aber wie genau? Erstens, bei der Erkennung von Stimmhaftigkeit und Aspiration von Plosiven. Was sind Plosive? Das sind Laute wie P, B, K, G, T, D und so weiter. Erst in meinem Studium habe ich gelernt, dass es nur stimmlose Plosive in meiner Muttersprache gibt. Und zwar Kantonesisch. Deswegen hat Kantonesisch schon Einfluss auf meine deutsche und englische Aussprache. Zum Beispiel Wörter wie Baum. Ich sage oft Baum. Der Baum. Der Baum. Merkt ihr das Problem? Das Problem ist, das D und das B waren gar nicht stimmhaft. Es sollte der Baum sein, der Baum. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Weiß nicht, bitte schreibt Bescheid in dem Kommentar. Und was ist mit Aspiration? Aspirierte Plosive klingen so: P, T, K. Und nicht aspirierte Plosive klingen so: B, D, G. Und alle gerade ausgesprochenen Laute waren auch stimmlos. Und bei Geiger 1 Geiger, 2 Geiger. Welches ist richtig? Schreibt in dem Kommentar. Zweitens, bei der Erkennung von Lang- und Kurzvokalen. Der Kurzvokal O ist offener als der Langvokal O. O und O. Habt ihr gemerkt, dass mein Mund etwas offener war, als ich O ausgesprochen habe? Also nochmal. O und O. O und O. Merkt ihr den Unterschied zwischen O und O wie in offen und Ofen? Ich habe schon mehrmals in meinem Alltag falsch ausgesprochen, als ich das Wort Ofen meinte. Aber ich habe schon mehrmals offen gesagt. Drittens, ich habe gelernt, wie die Deutschen einige Laute in einer fließenden Rede verschlucken. Zum Beispiel diese Frage: Willst du mit einem Fahrrad fahren? Wenn man keinen Laut verschluckt, spricht man so aus, oder? Willst du mit einem Fahrrad fahren? Aber wenn man das schnell spricht, verschluckt man schon einige Laute. Zum Beispiel so: Willst du mit dem Fahrrad fahren? Willst du mit dem Fahrrad fahren? Also willst, das T ist weg. Willst du mit, das T ist gar nicht so gelöst. Willst du mit nem, I ist weg. Willst du mit nem Fahrrad fahren? Das R ist weg. Wir nennen das R-Vokalisierung. Das R ist nicht mehr ein frikativer Laut, sondern es wurde schon ein Vokal, und zwar ein tiefes Schwa. Das machen die Deutschen auch bei anderen Verben mit der Endung REN. Zum Beispiel spazieren, produzieren, aktualisieren und so weiter. Also, das wäre alles für heute. Aber wenn ihr noch Fragen zur Phonetik habt, bitte schreibt die Kommentare. Bis später. Tschüss.